Merz. Danke, Merz. Hult. Grüßen Sie. Danke, Herr Merz. Hallo. Hallo, Herr Merz. Hallo. So, kennen Sie sich? Na ja, klar. Wir kennen uns. Wir haben am Montag eine Sendung. Marschflugkörper in die Ukraine seit 2 Jahren. Und zwar mit einer brutal harten Ansage der Amerikaner an Bei uns der Europäer. Münchner Sicherheitskonferenz. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe erste Hinweise bekommen, wie der Vizepräsident J.D. Vance morgen sprechen wird. Es wird eine konfrontative Rede. Und ich hoffe sehr, dass der Bundeskanzler vorbereitet ist, auch abgestimmt mit den Partnern in der Europäischen Union, darauf eine europäische, nicht eine deutsche, sondern eine europäische Antwort zu geben. Das wird morgen ein sehr, sehr wichtiger Tag. Und diese Sicherheitskonferenz 2025, die wird uns noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Und sie wird Folgen haben. Trump macht jetzt genau das, was er angekündigt hat, was er vor 8 Jahren noch nicht durchsetzen konnte. Jetzt macht das. Und ich nehme mal für mich in Anspruch, ich habe schon vor einem halben Jahr gesagt, uns nicht nur in der Ukraine und nicht nur auf dem Schloss nachlesen. Es liegt wie ein offenes Buch zutage. Es liegt alles auf dem Tisch, was die russische... Deutschland hätte es in der Hand, sicherzustellen, dass die Reichweiten begrenzt bleiben. Wenn wir in 10 Jahren auf das Jahr 2025 zurückschauen und uns dann nochmal eingestehen müssen, dass wir uns geirrt haben, dann ist der Preis größer. Gut. Ich bin mittlerweile sehr pessimistisch, was die Aussichten für die Ukraine betrifft. Und wir werden uns eines Tages aus der Rückschau, das ist meine feste Überzeugung, alle den Vorwurf machen, dass wir der Ukraine nicht früh genug und nicht klar genug und gut genug geholfen haben. Gut, aber das ist vielleicht zur Konkretisierung. Ja, Herr Bundeskanzler, guten Abend. Wir innere Sicherheit deshalb mit größter Priorität behandeln. Wir haben wegen dieser Dinge viele Gesetze geändert. Warum den Taurus nicht? Ich habe mich entschieden, dass ich nicht möchte, dass eine Waffe mit so großer Zerstörungskraft, die tief im russischen Hinterland das ausführen kann, geliefert wird, weil ich glaube, dass das zu einer Eskalation des Krieges führen würde, wo man dann nicht mehr ausschließen kann, dass der sich nicht ausweitet zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Duzen Sie sich eigentlich? Ja, wir duzen uns. Sie duzen sich? Ja. Also jetzt erst seit Neuestem oder Nein, schon die ganze immer Zeit? und schon ziemlich lange. Schon immer. Wir mögen uns auch. Sie mögen sich tatsächlich. Ja? Ist auf Gegenseitigkeit oder? Ja, wir waren ja mal politische Nachbarn. Sehr streng, rigide sozusagen. Und zwar sagen die, das ist die Schulden. Und die Commerzbank ist eine große Finanzierungsquelle für den deutschen Mittelstand, gerade für den exportorientierten deutschen Mittelstand. Also wenn eine Bank Systemrelevanz hat für die deutsche Wirtschaft, dann ist es die Commerzbank. Also es wäre super, wenn das abgewendet werden könnte und sie in deutschen Händen bleibt. Da ist sie. Hallo, Frau Weidel. Aus dem Berliner Schnee. Hallo. Grüßen Sie. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo, bitte schön. Hallo. So, jetzt treffen Sie sich mal. Haben Sie sich eigentlich schon öfter mal getroffen? Hallo, guten Abend. Guten Abend. Nur im Bundestag, wenn wir übereinander geredet haben. Ja. Das heißt, Sie gehen sich sonst aus dem Weg oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, eigentlich gar nicht so. Man begegnet sich und Geht ja, aneinander vorbei, ja. Schon eher so. Ausländischen Menschen umgehen. Und meine Mitarbeitenden, die in allen Ebenen unterwegs sind, also unterschiedlichen Qualifikationen, fangen jetzt an, darüber nachzudenken, das Land zu verlassen, weil die das Gefühl haben, sie sind nicht gewollt. der einen Mehrwert leistet für die Gesellschaft, sich benimmt. Eine Art Willkommenskultur, die wir da hören gerade. Frau Weidel, ich strenge mich mal ganz kurz. Ist klar geworden. Ist klar geworden. Willkommenskultur für qualifizierte Leute, die hier arbeiten, gehen und Steuern zahlen. Genau. Dann, aber nicht für Illegale. Nicht für Illegale. Ja. Und das würden wir noch ein bisschen vertiefen. Sie fallen permanent. Ich habe eben gesagt, dass qualifizierte Zuwanderer in den deutschen Arbeitsmarkt herzlich willkommen sind. Entsprechend glaube ich, dass das erstmal der richtige Schritt in die richtige Richtung wäre. Die Auftritte von diesen Leuten im Parlament, Frau Weidel kommt elegant daher. Aber schauen Sie sich mal die Auftritte von Ihrem Umfeld an, mit dem sie da im Parlament sitzt.
ernsthaft mit diesen Leuten, die sich so benehmen, die so reden, auch über das eigene Land zu reden? Nein. Also Sie sagen, entzaubern klappt nicht. Nein, ich glaube das nicht fügen. Sie sagen so in einigen Legislaturperioden. Ich habe da einen viel kürzeren Zeitraum. Wenn wir es in der nächsten Wahlperiode nicht schaffen,